Alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur Alten Schule. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ein ganz besonderes Video und zwar eine Premiere für mich. Ich bin das erste Mal auf einem Motorenprüfstand, beziehungsweise auf einem Motorenprüfstand, wo auch ein Motor läuft. Und wir sind hier bei der Firma Bovensiepen Engineering in Buchloe gelandet. Es geht aber um keinen Bovensiepen-Motor, sondern um einen Motor der Firma Rhein. Re-Engineering, eine relativ junge Münchner Firma. Und ich habe schon mit einem der Köpfe des Motors, der hinter mir steht und hinter mir eingespannt ist, gesprochen. Und das ist der Wolfgang Nese. Wolfgang Nese war viele Jahre bei BMW und für die M-Motoren verantwortlich, kommt aber aus der BMW Motorradmotorenentwicklung und da hat er schon 4-Ventil luftgekühlte Motoren oder luftgekühlte Köpfe entwickelt. Und das war interessant für die Firma Rhein, denn die haben sich auf die Fahne geschrieben, relativ moderne Porsche-Motoren auf Luftkühlung umzubauen. Und hier ist es das erste Mal, dass der Motor läuft und ich durfte dabei sein und zuschauen und auch mal hören, wie das klingt. Und ihr dürft jetzt auch mit dabei sein. Und jetzt rede ich erstmal mit dem Philipp Hoffmann. Das ist der Mann hinter dieser ganzen Firma Rhein. Und der erklärt mir jetzt mal, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Das ist jetzt ein Moment, da haben wir 2 Jahre darauf hingefiebert. Das ist eine lange Entwicklung gewesen, in der wir alle unglaublich viel gelernt haben. Dieser Moment wird sicher noch lange dauern. Und ich bin da vielleicht auch nicht die Persönlichkeit dafür, dass ich jetzt sagen würde, auf die Schulter geklopft. Aber ja, wir haben als ganz kleines Unternehmen, was wächst und das sehr schnell gerade, etwas echt Cooles auf die Beine gestellt, dass wir die Ersten sind, die sowas in die Serienreife bringen, einen 3D-gedruckten Zylinderkopf und dabei ein altes Problem lösen. Und dafür ist der luftgekühlte 4-Ventile einfach das Paradebeispiel. Und diese Reise hat enorm viel Spaß gemacht, weil wir einfach die genialste Begleitung hatten. Also wir konnten ganz viel über die gesamte Motorenhistorie. Und wenn man sich dieses Bauteil auch anschaut, ist es unglaublich schön zu sehen, wie viele historische Motoren doch alles als Referenzwerk darin zitiert sind. Also das kann man jetzt von außen nicht sehen, aber wie das Ventilführungsdesign aussieht, was die Krümmung im Ansaugbereich an manchen Stellen, du vom Ferrari V12 über den Formel-1-Motor, den V10, über den Tag Heuer Porsche, es gibt so viele Referenzen, wo man sich genau anschauen könnte, wie haben die das damals gelöst, warum haben sie es damals gelöst, dass das eine lange Reise ist, die unglaublich Spaß gemacht hat, sie zu verfolgen. Ich bin durchaus auch ein absoluter verrückter Liebhaber dieser älteren Autos, aber sie brauchen mehr Leistung und einen zuverlässigen Motor. Wie das Leben dann so ist, manchmal kommen dann doch die richtigen Punkte zusammen und ich traf Wolfgang und er hat mein Auto, das Konzept für ein Wochenende ausgeliehen. Und dann war uns gleich schnell einig, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen richtigen Motor dafür, oder? Und der muss natürlich luftgekühlt sein. Wir haben ja schon in unserem Podcast darüber gesprochen, dass du an einem neuen Projekt arbeitest und da durftest du noch nicht so viele Details erzählen. Jetzt ist das Patent durch und wir sitzen jetzt hier beim Prüfstandslauf. Und jetzt erzähl mal, was ihr da entwickelt habt. Ja, also ich mache gerne an der Stelle weiter und in der Tat, wir können jetzt mehr erzählen, weil unten läuft der Motor auch am Prüfstand, da können wir nachher noch vorbeigehen. Aber vielleicht die Teile hier, die wesentlichen Teile in dem Projekt. Unser Ziel war, die Geschichte weiterzusetzen oder weiter zu entwickeln, die Porsche damals mit dem luftgekühlten Motor hat irgendwo beenden müssen. Der Stand der Technik waren 4-Ventilmotoren in den 90er Jahren und es ist im ersten Schritt auf jeden Fall nicht so einfach, Luftkühlung in einem 4-Ventilmotor weiter fortzuführen, diese Idee, weil man ein paar spezifische Dinge berücksichtigen muss. Der 4-Ventiler, man sieht es ja auch sehr gut von unten, wenn man beide Einlasskanäle nebeneinander betrachtet, die nehmen in der Breite sehr viel Fläche weg.
Und in dieser Fläche kann nun mal die Luft nicht vorbeiströmen. Das heißt, man muss neue Ideen finden, wie man die Luft an die heißen Stellen des Zylinderkopfes bringt. Du bringst lustigerweise Erfahrung mit bei 4 Ventilköpfen, die luftgekühlt sind, aus der Motorradentwicklung, oder? Motorradmotorenentwicklung. Es ist in der Tat so. Also BMW Motorrad stand ja vor genau der gleichen Frage, wie geht man weiter mit dem Punkt um. Man wollte die luftgekühlten Motoren weiterhin pflegen, rein beim Motorrad auch aus Gewichtsgründen, auch aus optischen Gründen, keinen schweren Wasserkühler irgendwo einbauen zu müssen. Und auch da hat man diese Idee entsonnen, dass man eine Mischung aus Luft- und Ölkühlung für solche Motoren entwickeln kann. Das hat dann geendet in den 2006 oder 2007 kam dann die HP2, die mit 133 PS ja doch so den Level gezeigt hat, den man mit einem Boxermotor erreichen kann. Und wir haben jetzt für diesen Porsche-Motor noch mal ein Stück weiter denken müssen, weil der Bauraum ist kleiner in einem in einem Boxermotor, wo die Zylinder in einer Reihe stehen. Und deswegen haben wir hier, wenn man den Einlass sieht, wo die Luft über die Lufthutze so schräg von hier reinströmen wird, das sieht eher so aus, wie so die Seitenkästen von einem Formel-1-Rennwagen, wo man die Luft zu den Kühlern hinführt. Das ist auch alles aerodynamisch designt und berechnet worden. Und das Ziel war, dass man die Luft hier durch diesen Kanal in einem Schwung, hier ist nochmal so eine Rippe drin, mit einem Schwung hier weit runter zu der Rückseite des Brennraums führt, wo natürlich der heißeste Punkt oder die heißen Punkte eines Motors sind. Und das ist uns gelungen durch die 3D-Drucktechnik. Also dieser Zylinderkopf ist nicht gegossen, sondern er ist komplett Schicht um Schicht im 3D-Druckverfahren hergestellt. Wie lange gibt es diese Technik schon? Also dass man solche hitzeempfindlichen Teile oder hitzerelevanten Teile drucken kann? Also die 3D-Technik selber gibt es natürlich schon länger, gerade für Kunststoffteile, wo man sie angewendet hat. Aber für Aluminiumteile und auch für hochfeste Aluminiumteile, wo man wiederum spezielles Aluminiumpulver braucht, da hat sie tatsächlich erst die letzten Jahre Einzug genommen. Okay. Ferrari hat schon gezeigt, hin und wieder einen Zylinder, der so gebaut worden ist. Es gibt eine andere Motorsportfirma, deren Namen ich nicht nennen darf, die auch einen Zylinderkopf schon mal für Prototypen gemacht hat. Und Porsche hat zum Beispiel gezeigt in dem GT2-Motor einen Prototypkolben, der komplett in 3D gedruckt wurde. Also es wird immer mehr, weil die Technik Freiräume bietet, die eine normale Gusstechnik nicht bieten kann. Okay. Kann man sagen, mit welcher Firma ihr da zusammenarbeitet, wer das drucken kann? Ich denke schon, ja. Es ist die Firma Böllinger, die das für uns macht, die auch für Porsche etliche Teile vom 918 bis zum GT3-Motor fertigt. Also eine schwäbische Firma, die für Präzision steht. Und mit der gemeinsam haben wir eben auch diese 3D-Technik, wie man so etwas drucken kann. So ganz simpel ist es dann am Ende auch nicht, weil man teilweise Stützstrukturen innen drin braucht. Aber mit ihnen gemeinsam haben wir da eine sehr gute Lösung gefunden. Und eben in diesem Zylinderkopf sind innen drin, also hinter diesen Löchern, die man hier sieht, da sind innen drin die Rippen, eher als außen. Außen sieht man ein paar wenige. Und das sind alles Möglichkeiten, die man beliebig, sage ich mal, im 3D-Druck schon fast kreieren kann. Und eben die Möglichkeit offeriert uns, die Luft hier in Bereiche zu bringen, auch mit Stützstrukturen, vertikalen, die wiederum die Kraft von unten abstützen, die einfach ein komplett neues Design ermöglichen. So ein kleines Detail, man sieht es hier, sind unsere, hier liegen sie nebendran, unsere Verschraubung, unsere Muttern für den Zylinderkopf, die liegen
in diesem Schraubputzen drin, nach unten gerichtet hier. Also sie nehmen auch für die Luftströmung, die hier durchkommt. Mit meinem Finger schaffe ich es nicht ganz, aber die geht hier oben drüber. Da stört keine Mutter, die normal hier im Weg wäre. Also wir haben viele Dinge nochmal neu gedacht. Die sind aus speziell gehärtetem Material, oder? Das ist ein sehr spezieller Stahl, ein sehr hochfester, weil wenn man diese filigrane Mutter jetzt sieht, das ist schon ein sehr leichtes Teil. Und normalerweise wäre ja diese Mutter hier in diese entgegengesetzte Richtung irgendwie so rum eingebaut. Und ich müsste mit dem Schlüssel von oben die Rippen hier durchbrechen, um die anziehen zu können. Und wir, wie gesagt, haben die in die andere Richtung rum nach unten eingebaut und diese Dinge auch patentiert. Okay. Und hier drin, also das hast du ja eben schon gesagt, sind auch also riesen Verrippungen, wenn du so willst, wo das Öl durchgeschossen wird. Und das ist eine wahnsinnige Fläche, die man da nicht eingießen, sondern eindrucken konnte. Ne? Ja, also zu dieser Luftkühlung hier außen gibt es im Inneren des Zylinderkopfes einen Kanal, der vom Einlass hier oben gespeist wird. Das ist der Eintritt, hier ist der Austritt vom Kühlöl. Und wir gehen in die Mitte, ziemlich direkt in die Mitte erstmal rein, um diesen heißen Brennraumbereich, um die Zündkerze rum. Und dann gehen wir einmal um den Auslasskanal rum, um diesen heißen Sitzring, um dann an dem Auslasskanal selber hier in Schlangenlinien hochzufahren, um die heißesten Zonen des Kopfes innen drin mit Öl zu kühlen. Weil das wäre in der Tat selbst mit 3D-Druck nicht möglich, irgendwo hier innen rein mit der Luft noch zu gelangen. Das ist rein geometrisch. Ja, klar. Und Öl hat natürlich auch eine größere Kühlwirkung. Ne? Also Öl hat eine gute Kühlwirkung. Es hat dann eine gute Kühlwirkung, wenn man mit sehr hoher Geschwindigkeit durchfährt durch diese Kanäle. Also dieses Prinzip der Kühlung hängt damit zusammen, wie turbulent man das Kühlmedium durch die Kanäle strömen lassen kann. Und wir wollen es jetzt nicht direkt als Bild zeigen, aber es sind sehr feine, schnell durchströmte Kanäle da innen drin. Es ist sozusagen ein invertierter Kühler. Wenn man so Kühlerlamellen betrachtet, die sind ja auch sehr flach und sehr fein innen. Und so in etwa darf man sich das vorstellen. Das sind sehr feine, flach-ovale Kanäle, die dort durchführen und in Summe eine unglaubliche Fläche benetzen, die sagen wir, ungefähr 2/3 einer DIN A4-Seite entsprechen. Das ist eine ganz schöne Oberfläche, die man da überstreichen kann. Ja. Du hast das konstruiert, oder? Das Ganze am Computer, diesen Kopf? Also konstruiert, da bin ich tatsächlich im CAD nicht mehr in der Lage dazu. Okay. Aber die ganzen Gedanken für dieses Design, die stammen in der Tat von mir. Ja. Und in der Diskussion mit den Konstrukteuren natürlich die Möglichkeiten der Umsetzung dort innen drin. Wir haben viel berechnet, den Luftdurchfluss. Da gibt es heute Simulationsprogramme, die kann ich auch nicht bedienen, aber auch da gibt es Spezialisten. Natürlich die Festigkeit, die man heute standardmäßig berechnet und natürlich auch die Kühlwirkung des Kühlkanals. Und wenn du später an den Prüfstand kommst, du darfst gerne auch dort filmen und hinschauen. Also man sieht die Temperaturen in diesen heißen Stegbereichen, da sind wir kerngesund auf dem Niveau von wassergekühlten Motoren. Und das war ja am Ende auch das Ziel. Porsche hat natürlich den Weg des luftgekühlten Motors beim 993 verlassen müssen eigentlich, auch aus Abgasgründen und Lärmgründen. Also das sind ja immer so die Sachen, die angeführt werden. Damals war aber die Technik für sowas ja auch noch gar nicht da. Ne? Also man hätte tatsächlich das gar nicht mehr machen können. Also man musste auf Vierventil gehen. Wir wollen uns, oder ich mich nicht hinstellen als der bessere Ingenieur, sondern es sind einfach mehr Möglichkeiten heute durch den 3D-Druck. Und hätte das damals Porsche gekonnt, dann wäre es ungewiss gewesen, wie schnell sie auf den wassergekühlten Motor gewechselt hätten. Ja. Vielleicht hätten sie es auch eine Zeit lang so in der Form gemacht, wobei man eins schon dazu sagen muss, es ist eine Technik, dieser 3D-Druck, der eher für die Kleinserie gedacht ist. Also in Stückzahlen wird man das rein aus
Fertigungsgründen nie machen können. Wie lange dauert der Druck von so einem Zylinderkopf? Jetzt in der Prototypenphase mit dem Material, das hängt so ein bisschen auch von der Größe des Pulvers ab, also das sind 5 bis 6 Tage. Ja, okay, nicht ganz die Stückzahlen, die Porsche so gewohnt ist. Man kann die zwar nebeneinander in diese Vorrichtung reinpacken, also alle 6 gleichzeitig drucken, aber es ist dann tatsächlich rund eine Arbeitswoche. Du, das ist ein wunderschönes Bauteil, muss man jetzt auch mal sagen. Also vom ganzen Design her und von der ganzen Haptik und Optik her und so, das erinnert ja an so vieles, finde ich. Also das ist wirklich so dieses Form follows Function at its best eigentlich. Ne? Also was wirklich alles nur auf Funktionen hin optimiert wurde. Und bist du am Anfang mal da so rangegangen, dass du den Originalzylinderkopf angeguckt hast und gesagt hast, naja gut, wenn die Luft da so lang strömt, dann kommen wir nie mit unseren Temperaturen klar. Oder hast du gleich gesagt, also wir fangen jetzt mal an. Ich war im Grunde aus der Erfahrung vom BMW Motorrad gleich am Anfang der Ansicht, rein mit Luft werden wir es nicht schaffen. Zumindest nicht auf dem Leistungslevel, auf das wir hinkommen wollen. Wir wollen ja nicht irgendwo bei 3 Liter und 350 PS stehen bleiben, sondern es soll ja eher eine 4 oder vielleicht dann später auch mal eine 5 davor stehen. Wir reden über einen luftgekühlten Sauger. Ja. Genau, es ist nach wie vor ein luftgekühlter Saugmotor. Und diese Aufgabe hat mir auch wirklich sehr viel Freude bereitet, diese Geschichte nochmal auf einem leeren Blatt Papier oder auf einem leeren Bildschirm, wird man heute sagen, neu zu denken. Und all diese Lösungen, die es gibt, die ich aus dem Rennsport kenne, die ich aus meiner Erfahrung kenne, mit den Dingen, die ich auch habe lernen müssen, über den 3D-Druck zu kombinieren. Es gibt heute neue Materialien für die Sitzringe. Früher war das dieses Kupfer-Beryllium, das ist giftig, darf man heute nicht mehr verwenden. Auch da gibt es heute neue Lösungen. Das haben wir in den Sitzringen drin. Die ist hart und gleichzeitig hat es eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Genauso bei den Ventilführungen oben, die sind aus dem gleichen Material gefertigt. Da bringen wir die Wärme raus. Wir haben alle 4 Ventile sind hohlgebohrt und natriumgekühlt, sodass die Wärme auch nach oben steigen kann, wo wir auch ja wieder separate Kühlluftschächte haben. Und vielleicht als Besonderheit hier, wir haben den Auslasskanal im Grunde an der frühestmöglichen Stelle abgeschnitten, um keine unnötige Hitze in den Zylinderkopf reinzubringen. Der Gedanke war, alles, was ich reinbringe, muss ich auch wieder rauskühlen und so früh wie möglich in den Krümmer überzugehen. Und dafür gibt es dieses Zwischenteil, das hier reinmontiert wird. Das ist komplett aus Titan gefertigt. Titan, ein Material mit ganz schlechter Wärmeleitfähigkeit in dem Fall, genau das Umgekehrte von den Sitzringen. Da wollen wir die Hitze von unten hochbringen. Hier wollen wir sie rausbringen aus dem Kopf. Und dieses Bauteil, das wird hier reinmontiert und dann mit dem Krümmer verschraubt. Also da ist kein Kontakt mehr, genau. Genau, das hat eigentlich nur hier an den 3 Schraubstellen einen Kontakt. Innen ist eine Dichtung, die auch nicht groß Wärme leitet. Und damit führt der Abgasstrom direkt in den Krümmer weiter. Das sieht wirklich toll aus, ne? Wie die Luft hier, wie man sieht, wie da die Luft durchströmt und so. Also das ist so ein schönes Bauteil, auch wenn man das in die Hand nimmt, wie sich alles anfühlt. Wirklich faszinierend. Lass uns mal über den Basismotor reden. Welchen Motor verwendet ihr? Also als Kurbelgehäuse ist es der Metzger-Motor. Wir haben die Möglichkeit, sowohl die wassergekühlte Basis als auch die luftgekühlte von 964, 993 zu nehmen. Also all diese Blöcke eignen sich für uns. Und Zylinderkolben sind natürlich auch luftgekühlt. Die gibt es in der Größe, den 104er Durchmesser haben wir jetzt gewählt für den ersten Motor. Zylinder kann man kaufen und Kolben haben wir herstellen lassen natürlich. Und das ist die Basis des Motors, eine sehr gesunde Basis, hat sich bewährt, glaube ich, viele, viele Jahre im Rennsport. Und insofern an der Stelle haben wir jetzt nicht groß entwickeln müssen, sondern eher dann ab den Zylindern, Köpfen aufwärts, Nockengehäuse,
Ölkreislauf haben wir ein bisschen ummodifizieren müssen. Eine Ölpumpe für den Kühlkreislauf haben wir konstruiert. Es sind in Summe dann doch eine ganze Menge Teile entstanden, die neu sind. Wie lange habt ihr entwickelt? Wir haben tatsächlich es in einem knappen Jahr geschafft, von dem ersten Denkansatz bis heute am Prüfstand. Das ist unglaublich. Was war das für ein Gefühl, als der Motor das erste Mal angelassen wurde? Ist man da noch aufgeregt als alter Motorenhase wie du? Oder? Tatsächlich. Also es hat ja damit angefangen, es ist so, wie es immer ist. Zum Schluss wird die Zeit knapp. Die Teile, die Lieferanten sind auch manchmal ein paar Tage hinten dran. Wir haben also tatsächlich die Woche vor dem Prüfstandslauf, ich glaube, wir haben jede Nacht bis Mitternacht und länger geschraubt an dem Motor, dass er fertig wurde, dass wir diesen Termin hier halten können. Wenn er dann das erste Mal startet, nach all den Elektronikproblemen, die man dann lösen muss in der Kommunikation, der Datenleitung, ist halt riesig komplex. Ja. Aber es lief und er läuft seit den 3 Tagen jetzt ohne Probleme da unten oder mit kleinen Undichtigkeiten, mal ein O-Ring da oder dort, aber er läuft jetzt sehr, sehr gut und die Temperaturen, die wir bislang gemessen haben, sind überaus vielversprechend. Was war für dich das Teil, was trotz aller Computersimulationen inzwischen, also auch Luftstromsimulation, Temperatur, das konnten wir ja alles simulieren vorher. Gab es irgendwas, was dir doch noch Kopfzerbrechen, schlaflose Nächte bereitet, dass du gesagt hast, also das auf dem Prüfstand, da weiß ich nicht, ob das so alles funktioniert? Also sagen wir, der Punkt, wo ich am meisten meinen Blick drauf geworfen habe, war neben der Luftströmung dieser Ölkühlkanal, weil den zu berechnen, ganz offen gesprochen, das ist auch heutzutage kaum möglich, weil man muss ja den Wärmeübergang vom Brennraum in das Bauteil selber und von diesem Bauteil in den Ölkanal, man muss ja ein Simulationsmodell haben, wie heiß welche Stelle dann wirklich im Betrieb wird. Sowas gibt es heute schon, aber basiert in der Regel dann auf Vorgängermotoren, die man vermessen hat, baut Simulationsmodelle darauf auf und kann dann den nächsten Schritt berechnen. Wir haben ja quasi bei Null anfangen müssen, weil alles so neu ist. Also haben wir hier tatsächlich teilweise auch mit einfachen Programmen nachgerechnet und versucht zu simulieren. Und das ist jetzt tatsächlich der Punkt, da bin ich absolut zufrieden. Man sieht ja, man kann ja über den Volumenstrom, der hier durchgeht und die Temperaturdifferenz von dem Öl, kann man da den Wärmestrom rechnen, den wir abführen. Und der ist tatsächlich immens. Und ich meine, die Spezialisten wissen das ja, dieser heiße Auslasssteg, das ist immer das Teil, das am kritischsten ist, das auch bei Motoren dann irgendwann mal zum Reißen neigt, weil einfach die thermische Belastung zwischen den beiden Kanälen so hoch ist. Und da haben wir Thermeelemente reingepflanzt und es sieht wirklich total gut aus. Beeindruckend. Porsche hat ja schon eigentlich relativ früh bei den höher performanten Motoren sind die auf Wasserkühlung in den Kopf gegangen. Also den GT1 959 glaube ich auch, das waren schon wassergekühlte Köpfe. Ja. Also die haben schon relativ früh verstanden, dass das eigentlich, wenn es richtig um Leistung geht, speziell in diesen temperatursensiblen Bereichen rund um die Ventile, fast nicht mehr funktioniert mit Luftkühlung. Also umso beeindruckender ist es überhaupt auf die Idee zu kommen, zu sagen, wir machen das jetzt einfach, wir wissen, das funktioniert oder probieren das aus. Wie lange läuft denn jetzt der Motor auf dem Prüfstand, bis ihr den in die Serie, das wird ja immer nur eine Kleinserie sein, aber bis man das dann kaufen kann? Das ist immer die spannende Frage. Also wir sind jetzt dieses Jahr, um die ganzen Abstimmarbeiten zu machen, wir müssen ja die Kennfelder neu fahren, natürlich die Temperaturen vermessen, wir haben verschiedene Lüfterräder, die wir ausprobieren, Übersetzungen, wir können den Volumenstrom variieren. Also diese Woche wird das ganze Setting das optimal rausgefahren. Wir werden nächstes Jahr nochmal an den Prüfstand gehen, um Dauerläufe zu fahren mit dem Motor. Und parallel wird dann das erste Fahrzeug aufgebaut werden. Das heißt, so ein Zielkorridor könnte sein Mitte des Jahres, dass wir die Erprobung so weit abgeschlossen haben, den Kunden etwas anbieten zu können, was dann auch tatsächlich erprobt ist am Prüfstand und im Fahrzeug. Wie sieht das mit dem Abgasverhalten aus? Wir haben ja von dem Nockenwellenantrieb
haben wir eine variable Nockenwellensteuerung, also modernste Technik, die wir frei programmieren können. Also von der Seite werden wir auch die Abgaswerte erfüllen können. Das ist wirklich faszinierend. Und weißt du, was das Tollste ist? Man kann den Motor, ihr werdet das Lüfterrad ja konventionell anbringen, also nicht von oben drauf, sondern auch wieder, wie man es kennt bei historischen Elvern. Ja. Wenn man die Haube öffnet hinten, dann schaut man auf das Lüfterrad und dahinter liegt schön der Motor. Das, was wir eigentlich so schmerzlich vermissen als Sportwagenfans inzwischen. Da gibt es ja nur noch Serviceklappen. Wenn ich das richtig verstehe, ihr testet das ja immer bei dem wirklich inzwischen bekannten 964 Green Porsche, wo ja einige Sachen schon modifiziert wurden, auch was Fahrwerk und so anbelangt. Aber man kann den Motor theoretisch auch im 996, 997 fahren, oder? Also man kann sich einen 997 aufbauen lassen. Man könnte den genauso reinbauen. Man kann auch mit einem Doppelkupplungsgetriebe kombinieren. Ja. Da sind alle Möglichkeiten offen. Also ist noch nicht alles verloren. Wenn man dann die Haube aufmacht, kann man wieder auf ein Lüfterrad gucken beim 997. Also wir werden auf jeden Fall sehr viel Wert auch darauf legen, dass das Motorraumdesign wieder so ist, wie man es eher früher von Sportmotoren kennt, wo man was sieht vom Motor, das Lüfterrad, aber auch das Ganze drumherum. Ist uns auch ein Anliegen, dass man diese Technik in diesem Fahrzeug auch sieht, die dahinter steckt. Also schon auch etwas für Technikfreaks. Ja, absolut, aber das ist doch toll, irgendwie, dass man sich dieser Sache noch annimmt. Und es ist noch nicht alles verloren. Nein, ganz sicher nicht. Wirklich ganz es ist so, für mich ist es sowas wie ein Stück, so ein Schweizer Uhrwerk. Ja. Natürlich kann man es heute anders machen, das ist keine Frage. Und die neuen GT3-Motoren sind ja keine schlechten Motoren. Also das ist überhaupt nicht das, was ich rüberbringen möchte. Ja. Aber man kann eben auch, so wie ein Schweizer Uhrwerk, eine Technik bauen, die es auf einen anderen Wege schafft. Und sage ich mal, wenn man diese Grundidee vom Porsche mal nimmt, vom Ferdinand Porsche, die er hatte, einen leichten, leistungsstarken Sportwagen zu bauen. Es sind immerhin in den GT3-Motoren heute allein 22 Liter Kühlwasser drin. Also nicht mal die Leitungen noch dazu, die Gewicht haben und die Kühler und alles. Es ist ja auch ein Paket. Und wenn man sagen kann, mit dem Luftgekühlten spare ich mir diese 22 Kilo, 22 Liter, ist es ja auch ein Wort. Absolut. Du brauchst Behälter dafür und den Pumpen, die das umwälzen und so. Ne? Also da kommt schon viel zusammen. Eine ganze Menge Aufwand. Ja. Und der Vorteil ist ja, ich kann, wenn ich dieses Basisfahrzeug nehme, 964, 993, der Umbau ist ja ohne zu große Maßnahmen dann machbar. Und das allein macht es ja auch interessant, dass, sage ich mal, dieses Fahrzeug in seinem Charakter erhalten bleibt. Ja, toll. Bin gespannt, wann Porsche sich meldet. Wolfgang, jetzt bin ich aber noch gespannter auf euren Prüfstandslauf. Und dann gehen wir jetzt. Das denke ich mir, ja. Sehe ich das erste Mal in meinem Leben. Also da bin ich jetzt gespannt. Okay, also wir sind tatsächlich so offen, dass wir das auch gerne zeigen. Das macht uns vielleicht sympathisch, hoffe ich. Ja, absolut. Wer gute Arbeit macht, hat nichts zu verbergen. Die haben das bislang, sage ich mal, nie so im Detail veröffentlicht und wir zeigen es dir gerne. Also sind wir ganz gespannt. Okay, danke. Dann bis gleich. Come around me,
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.